Hallo, komm auf Minecraft, du HD zu einer weiteren Folge Tell Me Right. Ja, es geht weiter. Es kann man ja sagen, kann mit fast keinen Videos mehr, aber jetzt geht's eigentlich weiter. Äh, Es wirkt so irreal. Okay, mal sehen. Regal kaputt, Krug kaputt und die Waschmaschine kaputt. Der Trockner hat eh nie funktioniert. Mary Ann hielt Wäschetrockner für das pure Böse. mhm. Energiesünder. Wäsche aufhängen habe ich gehasst. Hab wochenlang dieselben Sachen getragen und mich so davor gedrückt. Tja. Mariannes Zimmer. Gehen wir erst rein, wenn es unbedingt notwendig ist. Aber Aha. hallo. Okay, was haben wir hier? Sie hat gespart, wo sie nur konnte. Aha. Was können wir hier machen? Ah. Wir können uns den Zettel hier an durchlesen. Ne, keinen Bock drauf. Was liest du da? Nichts interessant. Alte Bücher. Die Oh. hatten wir von Tessa, oder? Ja, sie dachte, wir wären begabt. Stimmt ja. Aber nicht wie sie dachte. Ob sie gewusst hat, dass wir uns absprechen? Doch nur aus Spaß. Wir kannten die Antworten eh. An die erinnere ich mich nicht. Wahrscheinlich eins von Mary Anns unfertigen Meisterwerken. Es gibt 2 Stück. Vielleicht standen sie für uns. Für Mary Ann gab das vermutlich sogar irgendwie Sinn. Aha. Wow. Ganz schön peinlich. Wir waren echt keine Da Vincis. Sie hob jedes einzelne Bild von uns auf. Vielleicht hebe ich ein paar davon auf. Sie hat so viele Fotos gemacht. Ja, als müsse sie jede Sekunde unseres Lebens festhalten. Sie hatte ein gutes Auge, finde ich. Aber es hat genervt. Onkel Eddie hat nie verstanden, warum ich nicht gerne fotografiert werden wollte. Ja, geht mir auch so. Auf allen Fotos in Fireweed habe ich meine Hände vorm Gesicht wie ein Verbrecher. Okay. Hey, was ist denn hier? Mom, wegen der Anmeldung beim Eishockey-Team. Mom, Entschuldige, was? Oh, das geht nicht. Vielleicht nächstes Jahr. du hast es versprochen. Quengle weiter so und aus dem nächsten Jahr wird ein Nie. Schneidest du dir die Mist. Haare? Die sind gut, so wie sie sind. Aber ich will kurze Haare. So richtig kurz. Was? Ich bin müde und beschäftigt. Reden wir später darüber. Das sagst du immer. Das waren Es Ansagen. hat so genervt, dass Mary Ann zu allem Nein gesagt hat. In den letzten Monaten war sie nur noch schlecht drauf. Ja, und komplett taub gegenüber allem, was ich eigentlich von ihr brauchte. Zu mir hat sie auch ständig Nein gesagt. Stimmt, doch bei mir fühlte es sich persönlich an. Und was ist Sie denn der wollte den Unterschied? Planeten schon retten, bevor es durch Al Gore cool wurde. Hat El Gore je etwas Cooles getan? Nee, Mit einer Sache hatte sie wohl recht. Aber man kann niemandem vorwerfen, nicht auf die verrückte Mary Ann Ronan gehört zu haben. Okay. Also die Mutter war also ich verrückt. wusste gar nicht, dass ich den Geruch von Feuerholz so vermisst habe. Ich vermisse die kalten Winternächte in Kuscheldecken und mit einem großen heißen Kakao. Ja, Ach ja. Mary Ann war meistens so müde, dass sie auf der Couch einschlief. Ah, deswegen war es so schön. Keine Mary Ann. Wir haben die Stimme benutzt, um sie nicht zu wecken. Wir blieben die ganze Nacht wach, erzählten Geschichten, sahen dem Feuer beim Ausgehen zu. Und Mary Ann wusste von nichts. Mhm. Sehr interessant, sehr interessant. Also ihre Stimme war allmächtig. Kann man so Wir sagen. hatten nie Zeit, die Sammlung zu vollenden. Das ist aus einem der Preisautomaten vom Vecchi-Laden, stimmt's? Ja, man schob eine Münze auf dem kleinen Tablett hinein und voila, ein Sticker kam raus.
Oh, man hat bestimmt ganz viele Sammlungen aus seiner Kindheit, die nicht verendet sind. Beste Mom. Meinst du, wir haben das ernst gemeint oder wollten wir sie nur glücklich machen? So oder so stimmte es nicht. Ist alles wirklich so negativ an er? Muss auch die positiven Seiten, ne, sehen, was sie alles versucht hat. Was wollte sie mit all den Einmachgläsern? Sie tauschte selbstgemachte Marmelade immer gegen neue Sachen ein. Sie hat alles getan, um über die Runden zu kommen. Naja, nicht alles. Schnur, Kleber, Gaffer. Damit lässt sich wirklich alles reparieren. Nee. Marian liebte es, Dinge zu reparieren. Ich repariere auch gern. Abgaskrümmer, Nockenwellen. Das sind Autosachen, oder? Nein, das ist Hot Rod-Kram. Tja, mit dem Autokram kommst du hier bestimmt gut an. Okay, ich nehme lieber Holz und Dübel. Ha, das Bad riecht immer noch nach Marianne. Einmal richtig putzen, dann ist das auch erledigt. Gar nicht mal so übel, Ronan. Was machen wir mit all ihrem Schmuck? Tja, ich werde ihn bestimmt nicht tragen. Dann also Spendenkiste. Verkaufen. Macht gut Geld. Wow. Ich hatte ihre komischen Hausmittelchen ganz vergessen. Und wie sie immer an uns ausprobierte. Wie an Laborratten. Laborratten sterben meistens nach dem Versuch. Der Vergleich war ein bisschen hart. Handgemacht. Nach 10 Jahren noch heil. Wahnsinn. Das könnte man vom ganzen Haus behaupten. Ich wollte dieses Kleid im Garten vergraben, aber Marianne hat mich erwischt. Es war ein hübsches Kleid. Naja, wir wissen ja beide, hübsch war nie mein Ding. Weißt du noch, jeder von uns wollte immer am größten sein. Als ob wir darauf irgendeinen Einfluss gehabt hätten. Und am Ende war es ein Unentschieden. Ja, und das ganze Dehnen hat mir überhaupt nichts gebracht. Oh. Vielleicht irgendwas anderes. Die gruseligen Masken müssen weg, um mögliche Käufer nicht zu verschrecken. Oh, du willst also niemanden mit diesen Masken erschrecken? Sind das echte Trinket-Masken? Glaube nicht. Warum sollte Marianne unechte Masken kaufen? Vor 20 Jahren hat jeder Fälschungen gekauft. Aber vielleicht was wir trotzdem lassen machen sollten, theoretisch. Das war kein Satz, das war. Moin. Aber eigentlich ist das ziemlich geil. Wo kommst du denn her? Wollt ihr lesen? Ja. Die Überschrift des Buches. Aber eigentlich ist das ziemlich cool. Hey, was machst du denn da unten? Was glaubst du denn wohl? Nachsehen, ob es sich lohnt, etwas aus Mariannes Durcheinander zu behalten. Machst du Fortschritte? Nicht wirklich. Und du? Was machst du da oben? Ach, ich plane nur die Weltherrschaft an mich zu reißen. Oh, so eine große Verantwortung. Na, ob du das hinkriegst, Ronan? Oh, ihr Kleingläubigen. Ich schätze, jetzt ist unser Zimmer an der Reihe. Ich komme gleich nach. Ah, Mann. Ja. Die Weltherrschaft. Von der Veranda des Hauses. Kann man. Ja, drücken, ne? Drücken kann man sich nicht. Öffnen wir mal das Kinderzimmer. Na das fühlt sich doch wie zu Hause an. Echt ziemlich cool, dieses große Zimmer hier. Also eine Sache muss man Marianne wirklich lassen. Wir konnten unsere kreative Seite ausleben. Wenn du Eddies Gesicht gesehen hättest, als ich sein Auto lackieren wollte. Ja, Onkel Eddie hingegen hat deine künstlerische Ader wohl nicht geschätzt. Nenn ihn lieber Chief Brown, wenn du schon so ein Arsch sein willst. Oh. Okay. So viel zu meinem Traum, Eishockeystar zu werden.
Marianne fand Sport zu aggressiv, zu wetteifernd und zu gruppendenkerisch. Okay. Hey, die Postkarte, die wir uns aus Juno geschickt haben. Für immer allein. Was? Wir hatten kaum jemanden. Wir waren sogar unsere eigenen Brieffreunde. Ach du Heilige. Wenn ich das durchlesen möchte, viel Spaß. Ich bin kein Romanleser. Gibt es andere Fälle, die sowas ganz genau alles vorlesen. War noch nie so meins. Wir wollten immer einen Fernseher. Stattdessen schleppte sie Stapel an Büchern an. Damit hat sie uns wohl einen Gefallen getan. Wenn wir anfangen, im Angebot von HBO zu stöbern, wirst du das vielleicht anders sehen. Abwarten. Komischer Drache, was zusammengebastelt wurde. Kann man da auch irgendwas ausfüllen, ne? Hallo? Ah, Hey, du. Dein Zwilling liegt unterm Haus. Sah auch schon mal Als Kinder besser haben aus. wir den Ausblick nie geschätzt. ja. Der Ausblick ist wirklich, ja, nicht cool. Was haben wir denn hier? Sieh mal, was ich hier hab. Was? Nur unsere großartigste Schöpfung. Das Buch der Kobolde. Jetzt im Ernst? War's die ganze Zeit... All diese Geschichten. Oh. Ich hatte noch viel mehr auf Lager. Marianne hat viele geschrieben. Ja, Ach du heilige nur in Scheiße. diesen Momenten schien sie wirklich friedlich. Kann man ja auch Mann, wieder vertiefen. Suchst du etwas Bestimmtes? mein Tagebuch. Davon hast du mir nie erzählt. Ja, so wie Marianne war, wollte ich es erst recht so gut es geht vor ihr geheim halten. Marianne. Ja, als sie es damals gefunden hat. Ah? Okay. Mom, wo ist es? Was hast du damit gemacht? Was denn? Mein Tagebuch ist weg. Du hast es gestohlen. Gib es her. Schatz, alles, was ich mache, ist nur zu deinem Besten. Du hast es gelesen, oder? Dazu hattest du kein Recht. Ich darf alles, was ich tun muss, um mein kleines Mädchen zu beschützen. Ich bin nicht dein Mädchen. Ich hasse dich. Du wirst immer mein kleines Mädchen sein. Und egal, wie sehr du dagegen kämpfst, ich kämpfe umso mehr, um dich zu beschützen. Warum habe ich es nicht kommen sehen? Sie hat es mir ins Gesicht gesagt. Meine Transition hätte sie auch mit Gewalt verhindert. Tyler, du hättest nicht wissen können, dass sie so weit gehen würde. Ich will das Tagebuch zurück. In ihrem Zimmer habe ich noch nicht gesucht. Okay, aber brauchst du es denn jetzt? Dieses Tagebuch war mir wichtig, Allison. Meine Gedanken aufzuschreiben half mir zu sehen, wer ich bin. Gut. Dann suchen wir es. Oh. Und die Suche nach dem Tagebuch, Ob seht es immer ihr, noch verschlossen ist? Das war es immer. Ich bin nicht so heiß darauf reinzugehen. Ich weiß. Doch wir kommen nicht drum herum und ich brauche es zurück. also das seht ihr in der nächsten Folge, wie man das Tagebuch holt. Ja, also wir erfahren immer mehr von der Story, was da so vorgefallen ist, und ich finde das schon echt irgendwie auch creepy. Wir sehen jetzt eine Sicht von denen. Gucken auch ja auch die andere Sicht von Mom sehen, und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann und ciao Leute.